Schönen guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. In diesem Video möchte ich das Thema der Auswanderung nach Russland weiter besprechen. Im vorherigen Video habe ich einige Themen angesprochen und sie waren euch sehr interessant, soweit ich verstanden habe. Jetzt möchte ich weiter dieses Thema behandeln und etwas erzählen, was euch interessant sein kann. Vor kurzem habe ich mir die Liste der Länder angeschaut, wohin die Deutschen am meisten auswandern. An erster Stelle befindet sich die Schweiz, dann geht Österreich und an dritter Stelle befinden sich die USA. Ich kann verstehen, warum die Deutschen in die Schweiz und nach Österreich auswandern. Die Sprache ist gleich und die Länder liegen um die Ecke. Aber ich kann nicht verstehen, warum man in die USA auswandert. Besonders jetzt in der Situation, wo die amerikanische Wirtschaft sehr stark hinkt. Also gibt es viele Probleme dort, so ist mein Eindruck. Und an der vierten Stelle befindet sich Spanien. Ja, Spanien ist kein schlechtes Land, besonders wegen dem Klima. Und die Preise müssen dort auch niedriger sein als in Deutschland. Russland ist in der Auswanderungsliste der Deutschen weit hinten. Ja, versteht sich, das Land ist für viele Deutsche unverständlich, die Sprache ist schwierig und es gibt noch negative Propaganda in den deutschen Medien über Russland und viele Deutsche haben Angst vor dem Land, besonders wenn sie in Russland noch nie waren. Ich lade euch nach Russland ein, mindestens als Tourist, damit ihr das Land besser kennenlernen könnt. Dann habt ihr die eigene Vorstellung, wie das Alltagsleben in Russland aussieht. Ja, ich muss ehrlich sagen, das Leben in Russland passt nicht allen, ist nicht für alle geeignet. Das Leben ist ziemlich hart, würde ich so sagen. Nur die Harten können in Russland überleben. Mir gefällt der Spruch, nur die Harten kommen in den Garten. Dieser Spruch kann sich auf das Leben in Russland auch beziehen. Aber wer in Russland gelebt hat, kann dann in jedem Land der Welt leben. Das Leben in Russland härtet den Menschen ab. Das ist der Grund, warum die russischen Auswanderer, die in Deutschland leben, mit dem Leben in Deutschland sehr zufrieden sind. Das Leben in Deutschland ist für sie wie ein Paradies. Das Leben in Deutschland lässt sich planen, man kann sich auf den Staat verlassen. Das ist der Grund, warum nur wenige Russlanddeutsche nach Russland zurück wollen. Die meisten bleiben doch in Deutschland weiter zu leben. Die russische Sprache ist ziemlich kompliziert für die Menschen, die damit nie zu tun gehabt haben. Aber wenn man in Ostdeutschland gelebt hat oder lebt, dann hat man eine Erfahrung mit dem Russischen. Und wenn man die russische Sprache doch gelernt hat, dann kann man Bulgarisch relativ gut verstehen, Serbisch, Ukrainisch, ein bisschen Polnisch und Tschechisch, so am Rande würde ich mal sagen. Ja, mit dem Russischen kann man dann die anderen slawischen Sprachen relativ gut verstehen. Oder umgekehrt sage ich das mal so. Wenn man Bulgarisch versteht, dann kann man mit dem Russischen einfacher und schneller anfangen. So ist meine Meinung. Ich habe mir einige Videos angeschaut, in denen die Menschen aus slawischen Ländern miteinander sprechen und es sieht aus, sie verstehen einander sehr gut. Viele Wörter sind ähnlich oder haben ähnliche Bedeutung. Die medizinische Versorgung ist in Russland kostenlos für alle Bürger. Man bekommt die medizinische Versorgung vom Staat bezahlt. Das ist der große Vorteil in Russland. Und wer zum Arzt braucht, dann kann man den Termin bei dem Arzt schon in einigen Tagen bekommen. Oder es gibt Fälle, man kann sogar am nächsten Tag zum Arzt kommen. Und man braucht nicht Wochen oder sogar Monate zu warten, wie es in Europa der Fall ist. Ja, und es gibt viele private Kliniken und der Arztbesuch kostet nicht viel. Man kann schon am nächsten Tag einen Termin bei dem Arzt machen und dann zahlt man ungefähr 20 Euro für den Besuch, für die Beratung bei dem Arzt. Sehr praktisch. Und einige Ärzte arbeiten an einigen Tagen in den staatlichen Krankenhäusern und an einigen Tagen gehen sie dann in die private Klinik und machen dort Empfang und verdienen damit mehr Geld. Ehrlich gesagt sind die privaten Kliniken in Russland eine sehr gute Sache. Ja, die Menschen, die Geld haben, können schon am nächsten Tag oder in ein paar Tagen den Empfang beim Arzt bekommen und dann zahlt man nicht so viel Geld. Ja, von 15 bis 20 Euro, so ist meine Erfahrung. Ich besuche sie auch, wenn ich so eine medizinische Beratung brauche. Und in den staatlichen Krankenhäusern muss man Schlange stehen, das dauert länger.
und dann ist das Gebäude nicht so neu und deswegen entscheiden sich viele Russen für die private Klinik. Das lässt sich bezahlen, also auch mit einem durchschnittlichen Gehalt können sich die Menschen sowas leisten. Und ja, gar kein Problem mit der medizinischen Versorgung in Russland. Also ich habe einen Vorschlag für euch. Ihr kommt nach Russland, um Russisch zu lernen, zum Beispiel nach Irkutsk. Man kann sich bei der privaten Sprachschule einschreiben lassen, dann bekommt man die Einladung und dann kann man mindestens 3 Monate lang in Russland bleiben und in dieser Zeit kann man dann die Zähne behandeln lassen. Ja, 3 Monate müssen für die Zähne reichen, dann schlägt man mit einem Schlag 2 Fliegen. Wenn 3 Monate nicht reichen, dann kann man den Aufenthalt verlängern lassen. Für so ein Abenteuer braucht man natürlich Freizeit und Geld. Das ist alles nicht umsonst, kostet Geld, versteht sich. Die Einwanderer im Alter über 60 Jahre alt können sich in Russland auch sehr gut eingliedern. Die Hauptsache, gute Gesundheit zu haben, das ist wichtig und die Ersparnisse müssen auch vorhanden sein. Das ist erstens und zweitens, dann muss man auch verstehen, was man in Russland machen will. Vor Ort kann man dann neue Aktivitäten finden, was gefällt. Das ist gar kein Problem. Und deswegen sind die Menschen auch im Alter über 60 Jahre alt in Russland willkommen. Wichtig ist dabei, die gute Gesundheit zu haben. Das will ich nochmal betonen. Es gibt nur eine Gruppe der Menschen, die Probleme in Russland bekommen können. Das sind die Schwulen. Die sind in Russland unerwünscht, aber können trotzdem gerne kommen. Die Hauptsache nicht auffallen. Das weißt ihr wahrscheinlich schon. Die Propaganda von LGBT ist in Russland gesetzlich verboten. Und die besten Städte für die Schwulen wären dann Moskau und Sankt Petersburg. Dort gibt es diese Gemeinden und auch die Treffpunkte der Schwulen und dort kann man auch Gleichgesinnte und Kontakte in diesem Bereich finden. In Sibirien, in Provinzstädten kann man auf die Fresse kriegen, wenn man auffällig ist. Moskau und Sankt Petersburg sind tolerant in dieser Frage. Sehr oft lese ich unter meinen Videos die Frage, wie man die Rente aus Deutschland nach Russland überweisen kann. Ehrlich gesagt, bin ich bei dieser Frage überfragt. Ich habe gehört, es gäbe die Möglichkeit, über die Türkei das Geld zu überweisen, aber weiß nicht, ob diese Möglichkeit noch besteht. Alles ändert sich sehr schnell in den Finanzen. Wie bekannt ist Russland vom westlichen Zahlungssystem komplett abgeschnitten und der Westen verhängt immer wieder neue Sanktionen gegen Russland. Als Option wäre so, ein Verwandter von euch würde dann die Rente bekommen und sie in die Kryptowährung umtauschen. Dann kann man die Kryptowährung ohne Probleme nach Russland überweisen. Zum Beispiel die Kryptowährung USDT. Man kann sie dann vor Ort in Rubel sehr leicht wechseln, umtauschen. Gar kein Problem mit der Kryptowährung. Einige russische Banken arbeiten mit dem chinesischen Zahlungssystem UnionPay. Zum Beispiel Gazprom Bank bietet die Bankkarten mit UnionPay an. Wahrscheinlich kann man die Rente dann über UnionPay irgendwie nach Russland überweisen. Das weiß ich nicht genau sagen. Diese Information muss man nochmal prüfen, aber das wäre wahrscheinlich eine Option. Wenn jemand kennt, wie man die deutsche Rente nach Russland überweisen kann, ich bitte dann um den Kommentar. Die anderen Zuschauer wollen das auch gerne wissen. Danke im Voraus. Also liebe Freunde, das war's von mir für heute. Ich werde das Thema der Auswanderung nach Russland weiter beleuchten und in meinen Videos behandeln. Bitte abonniert meinen YouTube-Kanal, um die Videos nicht zu verpassen. Solange wir draußen noch schönes und sonniges Wetter haben, werde ich über das Alltagsleben in Sibirien erzählen. Wir haben bis November vermutlich noch warme Tage. Ich will an diesen Tagen länger draußen bleiben und zu schneien beginnt erst Anfang November. So sage ich das aus der Erfahrung in den vergangenen Jahren. Also, liebe Freunde, danke, dass ihr die Zeit gefunden habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns in den neuen Videos auf meinem YouTube-Kanal bald wieder. Bis dann. Tschüss.